Hallo liebe Stiere, wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 1-2 Monate für euer Kollektiv. Das darf ich weitergeben. Hier ist die Wandlung für euch gekommen mit der Ameise. Hier geht irgendetwas so, dass es sich neu gestaltet. Ihr habt die Kröte mit der Offenbarung. Hier ist eine kleine Prüfung. Und ihr habt hier den Maulwurf mit der Erdung und es ist mir auch der Regenwurm noch rausgefallen. Also es sind 2 Karten am Ende. Da geht es sehr viel um die Erde, um Wesen, die auch in der Erde leben. Und es geht darum, in eine Phase zu gehen, wo man wieder regeneriert. Ja, wenn die Ameise in dein Leben wandelt, dann hilft sie, alte, überholte Muster aufzulösen oder auch Erfahrungen, die recht schmerzlich waren. Und es geht darum, dass ihr euren Platz im großen und Ganzen erkennt und euch darin auch wohlfühlt. Hier ist sehr viel Wandlung, feurige Energie und hier liegt auch in der Gegenwart euer Glück, auf das ihr euch fokussieren könnt. Ihr seid größer, als ihr denkt. Bedenkt, wie klein die Ameise ist, ne? Wie schnell man da drauf treten kann. Vielleicht ist auch dieses Gefühl irgendwie da bei euch. Aber mit Fleiß und Mut und Wissen könnt ihr schön voranschreiten und die Aufgabe erbringen, die euch auf den Weg fällt. Das kann jetzt hier mit einer Prüfung verbunden sein, denn die Kröte bringt meistens eine mit. Hier ist irgendwo eine Botschaft für euch, die kann so sein, dass man sie leicht übersieht, deshalb dürft ihr achtsam sein. Träume, Eingebungen sind wichtig, die eigene Verbundenheit zu der inneren Weisheit. Und es geht darum, nicht im Außen seinen Reichtum zu finden, das könnte hier auch die Prüfung sein, sondern zuzulassen, dass eure eigenen Gaben und eure eigenen Fertigkeiten euch zum Wohlstand oder zum Reichtum bringen. Dann habt ihr mit dem Maulwurf die Erdung. In der Reihe ist es schon so, dass ihr vielleicht aus eurer Komfortzone rausgelockt werdet, denn hier ist irgendetwas, was alt und festgefahren ist, was euch nicht in die Entwicklung bringt. Vielleicht ist es auch das Neue so ein bisschen zu vermeiden. Aber der Maulwurf bringt auf jeden Fall die Erkenntnis mit, wie die Energien und Abläufe im Leben sind und ihr versteht das dann auch besser. Hier ist nicht so viel Reden oder im Außen sein, sondern hier öffnet man sich, still zu werden, zu lauschen. Man öffnet sich sozusagen der feinstofflichen Welt und kriegt Erkenntnisse und kommt dann hier in die Phase der Regeneration, wo man einfach wieder spürt, wie man sich fühlt oder wie die Dinge sind und dass man auch mit allem verbunden ist. Dann, was ist euer Kraftplatz? Welche Emotion ist hier, die euch ein bisschen das Gefühl bringt? Ja, das ist das Gefühl, unterm Sternenhimmel zu liegen, getragen zu sein von der Erde, in das große Universum auch zu gucken. Die Dinge vielleicht auch unter einem ganz anderen Stern sehen, könnte hier ein Impuls sein. So, wir schauen ein bisschen weiter für die lieben Stiere. So. Ihr habt hier unter Umständen Sachen, die euch auf die Nerven gehen, Gespräche, die euch stressen, Kommunikation, die vielleicht auch ein bisschen so die Zündschnur anzündet. Vielleicht kriegt ihr irgendwie einen Anruf, wo ihr euch durchsetzen müsst oder wo ihr denkt, ich muss da mal wieder was aussprechen oder ich muss
Frieden schließen mit einem Thema. Es kann jetzt hier ein Stress sein, der aus der Familie rauskommt oder an sich etwas, was mit Kommunikation zu tun hat. Ihr habt hier den Klee, hier darf sich etwas minimieren. Vielleicht geschieht in euren Familien auch etwas, das alle entlastet oder wo man das Alltagsglück ein bisschen mehr spürt. Möglicherweise ist es wirklich so, dass ihr mit dem wir haben dreimal das Thema Kommunikation, ne? Dass etwas ist, was ausgesprochen werden muss oder dass man sich selber durchsetzt und seine eigenen Wünsche sagt. Hier ist ja auch mit der Kröte dieses, es wartet eine Nachricht auf dich, sei achtsam und erkenne sie. Hier darf man vielleicht auch mal zwischen den Zeilen lesen. Ihr habt hier Wahlmöglichkeiten, sogar viele, verschiedene Chancen, die ihr nutzen könnt, Wege, die euch mit irgendwas in den Frieden bringen. Vielleicht schließt ihr auch Frieden mit einem Thema überhaupt, das gewandelt werden darf. Ja, seid achtsam, seid klug, lest und hört zwischen den Zeilen. Ihr werdet euch über irgendetwas sehr klar werden. Vielleicht auch an sich ist es der Weg aus einer festgefahrenen Situation oder einem Muster, das man so hat. Das mit der Kommunikation ist es ja auch oft so, dass wir zu viel im Ja sagen, wo wir eigentlich Nein meinen. Und ich glaube, das wird euch hier immer bewusster. Ist auch nochmal das Verdauen von Themen, die mit Umbrüchen in der Familie einhergegangen sind. Vaterthemen. Es geht auch ein bisschen um die eigene Größe wieder zu leben oder im Vertrauen zu sein, dass die Dinge so, wie sie sind, gut sind. Es kann ja auch sein, dass ihr Personen habt, die euch neue Wege mitbringen. Hier ist es der Bär, es könnte jetzt ein Berater sein, ein Freund, eine Sache aus der Vergangenheit, wo ihr nochmal so reflektiert und merkt, hier komme ich auf einen anderen Weg. Kann aber auch tatsächlich im Arbeitsbereich sein, auf der Führungsebene. Ja, ihr habt hier die Sonne dabei, es ist die beste Energie. Auch die Möglichkeit, eine Situation in den Erfolg zu bringen. Gute Nachrichten, gute Entscheidungsmöglichkeiten, Energie, die für euch so da ist, dass sie euch nährt und nicht so dieses unklare, ausgelaugte. Ja, hier habt ihr die Liebe, das Außen und den Mond. Hier ist auch sehr viel Erkenntnis an sich, das wundert mich jetzt auch nicht. Ne? Hier ist es ein bisschen Geben und Nehmen in den Ausgleich bringen. Hier sind Schattenthemen, die haben vielleicht an sich damit zu tun, sich überhaupt zu entscheiden oder einen Weg zu wählen. Für einen oder anderen zeigt sich hier ein Liebesblues, der hier mehr in die Regeneration geht und die einen oder anderen öffnen sich auch emotional neue Türen. Wir haben hier unten die Arbeitskarte oder auch dieses Ankommen an einem Ort, wo man ausgeglichen ist. Es geht vielleicht auch darum anzugucken, welche Dinge habe ich mir schon erarbeitet, wo muss ich nochmal dran. Ist auf jeden Fall auch ein Erfolg. Für einen oder anderen könnte sogar ein neuer Mensch ins Leben kommen, der hier das Herz wieder öffnet oder tatsächlich euch Mut macht, im Vertrauen zu bleiben.
eure eigene Größe und Stärke zu leben. Vielleicht bringt ihr hier auch mal mehr Emotion nach außen. Als Pflanze habt ihr hier den Löwenzahn dabei, das ist eine Ahnenpflanze. Hier mit den Pusteblumen, ne, die fliegen weit und leicht, und die Pflanze an sich hat eine große Wurzel, eine tiefe Wurzel. Das heißt praktisch, ich bin geerdet. Erdung kommt bei euch x-mal in dieser Legung und kann trotzdem über mich hinaus wachsen. Ihr habt hier die Osterglockenfee mit dem Neubeginn und Ahorn mit dem Thema Großzügigkeit. Haben sich beide umgedreht und hier ist so die Stimmung, wo wieder alles aufblüht, ne? Wo man erfrischt wird und wo man etwas empfängt, das man umsetzen kann. Auch die Karte bringt wieder ein bisschen mit, dass man so vertraute Abläufe, man nennt es auch Komfortzone oder Sachen, die man immer wieder so macht, die man bisher als super empfunden hat, dass man die mal ein bisschen verändert, damit man sich selbst auch erweitert und dass man eine neue Erfahrung auch irgendwo machen kann, dass etwas ausgedient hat, ein Muster, ein Glaubenssatz, und das, was ihr hier empfängt, dürft ihr auch großzügig weitergeben. Nun ist es halt auch so, ne? Man erntet, was man sät, und im Prinzip, wenn du nichts säst, kannst du nichts ernten. Und das Geben und Nehmen oder das beides miteinander verbinden scheint ja für eure kosmische Fülle ein enorm wichtiges Hinweisschild zu sein. Der Baum, also der Ahornbaum, überträgt auch seine Kräfte in die Umgebung. Das heißt, wenn ihr hier sät, was ihr ja auch mit dem Löwenzahn angezeigt kriegt, dass man die Pusteblume fliegen lässt, dann werden alle davon irgendwie genährt und es ist eine super Energie für das ganze Umfeld. Es kann ja tatsächlich auch sehr viel sein, sich am Arbeitsplatz andere Türen zu öffnen. Wie gesagt, Veränderungen in der Chefetage, neue Auftraggeber, all sowas. Ihr habt hier die Erwartungen und unterm Deck habt ihr das unerwartete Geld. Hier ist es tatsächlich so, dass ihr irgendwie vielleicht ein finanzielles Angebot kriegt, kleinere Gewinne oder etwas, was an sich euer Leben verändert oder verbessert. Ist auch sowas wie Beförderungen oder Gehaltserhöhungen, und es ist tatsächlich von der Jahreszeit her auch so bis in den Frühling zu sehen. Ja, und mit der Erwartung ist auch von den Zeiträumen her auch so, wie ich es lege, sind so 1 bis 3 Monate. Die Karte ist zunächst mal nichts aussagen, ne? Sie ist weder positiv noch negativ. Etwas braucht ein bisschen mehr Zeit oder Geduld. Das ist so die Vorfreudephase und da ist Planung und Vorbereitung für euch. Dann schauen wir, welches Vögelchen für euch da ist. Das ging schnell. Der Buchfink. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Wertschätzung, Optimismus und Einfachheit. Schrecke nicht davor zurück, auszudrücken, was dein Herz sagen will. Das habt ihr hier x-mal.
Das Leben ist eine Reise und du solltest alle Meilensteine auf deinem Weg genießen, anstatt dich nur auf das Endergebnis zu konzentrieren. Also der Weg ist das Ziel. Irgendetwas kann sein, dass es zeitabhängig ist, ne? Dass ihr vielleicht nicht zu lange wartet, bis ihr irgendwas entscheidet und das Angebot ist dann weg. Nutzt eure Zeit gut, macht aus allem das Beste, wird hier so gesagt. Oh, das ist aber schön. Ihr habt ja hier das kleine unerwartete Geld und hier sind unerwartete Geschenke der Fülle. Ne? Hier kommt Fülle in größeren, unterschiedlichen Formen zu euch, auch unerwartet. Das ist etwas, wo ihr auch vieles, was ihr bekommt, den anderen weitergeben dürft und ihr dürft eure Freundschaften entgiften. Das kann auch so sein, dass ihr für euch wieder mehr Zeit habt, weil ihr viel für andere macht. Ihr dürft auch anspruchsvoll sein, wer mit euch in Verbindung geht und wer nicht und wer euch inspiriert und großzügig und unterstützend ist und euch nicht auch noch Energie zieht. Ihr lieben Stiere, habt eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.